Sehen Sie diesen unglaublichen Rekord. Eine Niederlage in Kiew gegen Ross Purity. Da gibt es verschiedene Meinungen drüber. Der Trainer Fritz Dunek sagt, er war nicht hinreichend trainiert und daher übersäuert. Und jetzt Axel Schulz. Axel Schulz ist aufgerufen. Gibt es irgendetwas, was Sie über diesen Mann noch nicht wissen? Ich versuche Sie daran zu erinnern, dass er im März dieses Jahres einen Bandscheibenvorfall hatte, operiert werden musste. Und es war die Frage, ob der Mann je in den Ring zurückkehrt. Und natürlich haben sein Manager und sein Trainer gemeint, ein Aufbaukampf nach dieser schweren Operation wäre sinnvoll. Aber Axel Schulz hat die Initiative ergriffen und gesagt, ich will nicht wieder nach Punkten gegen die 150. der Weltrangliste gewinnen. Ich will jetzt die letzte Chance suchen und möglichst wahrnehmen. Daddy Cool Remix Vaniem. Seit seinem unglücklichen und auch nicht korrekt verlorenen Kampf gegen George Foreman, Publikumsliebling trotz seiner Niederlagen bei den entscheidenden Prüfungen. Und er musste sich schon kränken lassen in der Fachpresse. Weicher, sicher Riese hat er über sie lesen müssen. Und das will er widerlegen. Geld hat keine Rolle gespielt, sagt er. Sein Vermögen wird auf etwa 5 Millionen Mark geschätzt. Er hat 6 Axel Schulz Stores, in denen Sportkleidung verkauft wird. Nein, es ist für ihn eine Frage der sportlichen Bestätigung. Und er wird naturgemäß mit Jubel empfangen. Wenn ich einen Kampf verliere, höre ich auf, hat er gesagt, und er hat diesen Kampf gemeint. Ladies and gentlemen, please rise at this time for 3, 1, 2, 3 Hymne. 3 anthems, first to honor our referee, the anthem of Belgium, followed by the Ukrainian national anthem und the deutsche Nationalhymne. Please rise. Belgien, Ukraine, Deutschland. Angenehm kurz.
Axel Schulz Angst. Er hat gesagt, im Vorfeld hast du immer Angst, da hilft kein Psychologe. Jetzt muss sie überwunden sein. Guten Abend, meine Damen und Herren. Dobre вечер, Pani de Panova. Bonsoir, mesdames et messieurs. Buonasera, señoras y señores. Buenas noches, damas y caballeros. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the heart of the Rhineland, Cologne, Germany. Tonight, Sauerland Promotions und Universum Box Promotions präsentiert 12 Runden Europameisterschaft Schwergewicht. 12 rounds of boxing for the European Heavyweight Championship. Executive Director for this event, Jean-Marcel Nars. Sanctioned by the European Boxing Commission, Commissioner at ringside, Peter Stucki of Switzerland, and the BDB, represented by Wolfgang Haupt. The 3 judges assigned at ringside, scoring this contest on a 10-point must system will be Massimo Barocchio of Italy, Richie Davis from England, and Francisco Vasquez de España. And when the bell rings, your referee in charge of the action from Belgium, Daniel van der Wilde. Das Kampfgericht ist Ihnen And vorgestellt. now, ladies and gentlemen, und jetzt, meine Damen und Herren, let's get ready to rumble! Es wird gerambelt und wenn ich früher von der Angst von Schulz gesprochen habe, muss ich Ihnen sagen, was Klitschko sagt. Ich habe angstvolle Angst. Wearing black with green and weighing 108.3 kilos, his professional record, 29 bouts, 58 victories, including 26 by knockout. He has only one loss. He trains and fights out of Hamburg, but comes to us by way of Kiev in Ukraine. Pani de Panova, here is Vladimir Klitschko. Ein Modellathlet, ein gescheiter Mann, ein Lehrer, der an seiner Dissertation arbeitet, wie übrigens auch sein Bruder. In the blaue Ecke, the blue corner, wearing black with yellow, and he weighs 99.5 kilo. His professional record, 31 bouts, 26 victories, including 11 by knockout, 3 losses with 1 draw and 1 no contest. Meine Damen und Herren, aus Passau, Deutschland, präsentiert Axel Der Liebling der Massen. Die Gagen der beiden werden mit 2 bis 3 Millionen je Boxer angegeben. Give the best you can and protect Akil at all times. Shake hands. Thank you. Der Ringrichter schickt die Boxer in die Ecke. Der erste Gong wird gleich ertönen. Dauerfreundin Katrin ist für Axel Schulz am Ring. Bei Wladimir Klitschko weiß ich es von der Freundin nicht. Die Eltern sind nie am Ring und die Mutter schaut sich das nicht einmal im Fernsehen an. Die erste Runde. Was muss Axel Schulz machen? Axel Schulz muss Wladimir Klitschko, den Größeren, den in der Reichweite bevorteilten, beschäftigen. Er muss in den Mann hineingehen. Er muss ganz rasch rankommen. Er muss die linke Gerade, die Wladimir Klitschko meisterlich beherrscht, neutralisieren. Und er muss die Schwächen Klitschkos im Infight in der Halbdistanz aufdecken. Im Distanzboxen hat er kaum eine Chance, glaube ich. Und wenn er zurückgeht, schon überhaupt nicht. Wladimir Klitschko zeigt sofort seine beste Waffe, die Führungshand. Die Führungshand, die, wenn sie zu oft durchkommt, die sehr, sehr anfällige Augenpartie von Axel Schulz gefährden kann. Fritz Dunek, der Trainer von Klitschko, hat auch gesagt, er kann sich einen technischen K.O. ungefähr im Bereich der 8. 9. Runde vorstellen, weil die Augenbrauen von Schulz, die ständigen linken Rammhände von Wladimir Klitschko nicht aushalten werden.
Axel Schulz müsste Tempo machen. Klitschko ist im Augenblick der Chef. Er diktiert mit seinem Stil das Kampfgeschehen. Eine Rechte von Schulz. Was sagen die Experten? Die Experten meinen, dass Klitschko Favorite ist, aber wir wissen nichts über die Substanz auf Dauer von Wladimir Klitschko. Also da hat er eine negative Erfahrung gemacht. Axel Schulz muss sich bis zur Runde 5, bis zur Runde 6 vor Wirkungstreffern schützen. Die Deckung ist sehr, sehr geschlossen. Und er versucht, in die Schlagdistanz zu kommen. Aber er darf der Linken von Wladimir Klitschko diesen Spielraum nicht lassen. Das wäre verhängnisvoll. Ein Versuch einer Serie von Schulz. Und seinerseits die linke Gerade. Die rechte war nicht im Ziel. Ansatzlos die harten Schläge von Wladimir Klitschko. Sie sehen, wie viel Kraft der Mann hat und wie schnell diese Hände kommen. Entschlossenheit bei beiden. Und auch keine auffällige Nervosität, keine Verkrampfung. Es wird flüssig geboxt in dieser ersten Runde. Ihn zu bewerten schon schwierig ist. Ich neige dazu, sie Wladimir Klitschko gut zu schreiben. Noch eine gute Szene von Axel. Zweite Runde. Wir konnten in beide Ecken hineinhören, aber was Vitali Klitschko, der Titelträger der WBO, seinem jüngeren Bruder gesagt hat, das war natürlich für uns nicht zu verstehen, denn die Herren unterhalten sich natürlich in ihrer Muttersprache. Axel Schulz hat noch kein Mittel gegen die schulmäßig geschlagene Linke für Hand des Wladimir Klitschko. Wladimir Klitschko, der russisch-orthodoxen Kirche angehört, gläubig ist, aber sagt, Gott hilft nur den Fleißigen. Und Sie können davon ausgehen, dass der in der Vorbereitung für diesen Kampf so fleißig war wie noch nie. Axel Schulz versucht es so mit kleinen Überfällen, aber er ist zu weit weg vom Mann. Und er boxt zu wenig rein und raus, wie die Fachleute sagen. Also er muss ran, weg, ran, weg. Er ist immer in der Distanz, in der Wladimir Klitschko punkten kann. Er muss drücken, er muss Tempo machen. Er darf dem in Länge überlegenen Mann nicht diese Zeit geben. Und auch wenn von 3 Linken 2 auf den Handschuhen landen, eines kommt ja doch durch und hinterlässt Spuren im Gesicht. Nein, er darf die Linke nicht so nehmen, er ist inaktiv. Er ist zu inaktiv, er ist nicht inaktiv, aber zu wenig aktiv. Jetzt geht er zum Mann hin und schlägt nicht. Ich habe kein gutes Gefühl für Axel Schulz. Ich habe ein sehr gutes Gefühl für Wladimir Klitschko im Augenblick. Es ist ja, wie Klitschko gesagt hat, nicht nur ein Kampf Schulz gegen Klitschko, es ist auch ein Kampf Sauerland gegen Kohl und es ist auch ein Kampf Molke gegen Stonek. 2 Trainer mit einer gänzlich unterschiedlichen Auffassung vom Boxen. Der Trainer von Wladimir Klitschko lässt jeden Boxer, behauptet er, und wir haben es auch gesehen, seine Individualität und versucht, seine Stärken herauszuarbeiten, während man Molke nachsagt und auch vorwirft, dass er aus jedem Boxer, oh weh, da war jetzt die rechte drin, genau auf der Nase von Schulz, dass er jeden Boxer so stilistisch heranziehen möchte, so wie er geboxt hat, er der Olympiasieger.
Auch diese Runde ist verloren. Ruhiger Optimismus in der Ecke von Wladimir Klitschko. Mit Sicherheit hat er diese 2 Runden auf allen 3 Punktezetteln gut geschrieben. Er führt. Jetzt eine gute Szene von Axel. Aber imponierend die Ruhe von Wladimir Klitschko. In diesem ersten Kampf zweier Vorzeigeboxer der konkurrierenden Boxstelle. Sauerland und Pohl, die einmal Freunde waren, dann Feinde wurden und jetzt ein schwerer Treffer. So viele kann auch der zähe und vielnehmende Axel Schulz nicht wegstecken. Er muss Tempo machen. Er muss beschäftigen. Den Stilboxer. Jetzt sind die Fans von Schulz gefordert. Eine rechte. Aber einigermaßen abgeblockt. Wie lange hält die Augenpartie von Axel Schulz das aus? Er nimmt zu viel. Auch wenn es mit der linken manchmal keiner hat. Schöner Treffer. Eine Innenhand gesehen, der belgische Ringrichter. Ein unkorrekter Schlag. Normalerweise ist man bei den Profis da großzügig, aber er hat Klitschko ermahnt. Axel Schulz wie immer nicht explosiv oder sage ich nicht explosiv genug. Kann Wladimir Klitschko in dieser ruhigen Art und Weise weiterboxen? Kommt er damit in die zweite Hälfte des 12-Runders? Unbeantwortbare Fragen gegen Ende der dritten Runde, die Axel Schulz keinesfalls gewonnen hat, eher wieder verloren. Wladimir Klitschko sieht bis jetzt hervorragend aus. Das ist die große Hoffnung in der Ecke von Axel Schulz. Du hast die Kondition. Ja, wenn sich hier das Blatt wenden soll, dann kann das wirklich nur über den Konditionsvorteil kommen. Aber ich kann nicht so recht dran glauben. Alles, was Axel Schulz über seine Entschlossenheit gesagt hat, kommt fußparadisch. Jetzt im Augenblick. Ja, aber auch im Infight war jetzt Wladimir Klitschko der Aktivere. Sehr besorgt der Trainer Manfred Wolke. Gute Szene von Schulz. Schön abgeduckt. Klitschko ruhig, man sieht, der Mann hat Übersicht. Er denkt beim Boxen. Er ist Herr der Situation, jedenfalls bis jetzt völlig. Die rechte ohne Vorbereitung. Der Versuch von Axel Schulz, wild anzugreifen. Aber da müsste eben der ersten Serie eine zweite folgen. Da müsste er in der Lage sein, richtig zu trommeln.
Und das ist er von seinem Temperament her, von seiner psychologischen Struktur her eben nicht in der Lage. Er kann nicht bolzen und er hat ja auch vor dem Kampf einen wunderbaren Satz gesagt. Er hat gesagt, wenn ich mit dem knüppel, fliege ich um. Also er weiß, knüppeln darf er mit dem nicht. Aber er müsste ihn halt ausboxen. Er müsste das realisieren, was Wolke so formuliert hat. Den Ukrainer ganz sachlich auseinanderpflücken. Aber davon ist ja überhaupt keine Rede. Immer wieder die linke Hand von Wladimir Klitschko. Dann der Versuch einer rechten zum Körper. Er muss auf dem Weg nach vor viel nehmen, Axel Schulz. Ich glaube, die 4. Runde wird auch verloren. Das heißt, Wladimir Klitschko gewinnt sie. Man hat Wladimir Klitschko gefragt, wie er mit dem jungen Ruhm fertig wird. Er hat gesagt, in meiner Heimat gibt es ein Sprichwort, Ruhm ist ein Koffer ohne Griff. Schwer zu tragen, aber es wäre schade, ihn stehen zu lassen. Jetzt führt er mit 4 Runden und Trainer Wolke hat zu Schulz gesagt, du musst zum Tier werden. Das klingt ein bisschen hässlich, aber gemeint ist, du musst fighten, du musst bedingungsloser werden, du musst angreifen. Du musst Serien schlagen, noch und noch. So bringst du diesen Wladimir Klitschko nicht aus dem Konzept. Und Fritz Stoneck kann zufrieden sein. Der ehemalige DDR-Studentenmeister im Mittelgewicht. Der Manager Sauerland, der Manager von Schulz. Manager Kohl ist natürlich auch in der Halle, die beiden Herren teilen sich diese Veranstaltung 50-50 und haben auch sich die Organisation geteilt, wenn ich richtig informiert bin. Kurzum, es gibt eine neue Perspektive im deutschen Berufsboxen. Die Kämpfe der Boxer dieser 2 Boxställe untereinander sind möglich geworden. Und wenn man sich die Zukunft der Branche überlegt, dann muss man sagen, auch höchst notwendig. Axel Schulz. Ein mit schwere Rechte. Jetzt könnte es sein, dass Schulz schwimmt. Und Klitschko sucht die Chance. Back, back! Come on, step back! Er hat bis jetzt mit 2 Ausnahmen alle Leute kurzrundig ausgenockt. Das linke Auge von Axel Schulz. Geschwollen. Vielleicht schon fast zu. Und er knickt ein. Der Gummistrumpf am linken Knie hat nichts zu besagen. Das ist vielleicht eine Vorsichtsmaßnahme. Diese Treffer von Schulz sind zu selten und es folgt ihnen nichts. Ich betone, bis jetzt. Aber er wird hilflos. Da bahnt sich ein vorzeitiges Ende an. Ich möchte um Gottes Willen nichts verschreien, aber Klitschko ist jetzt derartig überlegen. Das könnte eine 8. Runde werden. Sie wissen, eine hochgewonnene Runde kann man mit 2 Punkten Abstand bewerten. Die letzten 7 Sekunden. Es ist bitter für den Mann, der es noch einmal wissen wollte.
Wir haben in der Pause nur einen Kommentar aus der Ecke von Schulz gehört. Das ist naheliegend, denn dort ist die Krise. Warum lässt du die Fäuste fallen? Warum? Fragt ein einigermaßen verzweifelter Trainer. Warum beschäftigst du ihn nicht mehr? Da ist er nach Südafrika gefahren, der Axel Schulz, um ungestört zu trainieren, um Kondition zu tanken. Hier der Manager Kohl neben seinem Freund-Rivalen Sauerland. Und Sie sehen den Gesichtszügen von Kohl an, er fühlt sich als Sieger. Da ist einfach die Klasse von Wladimir Klitschko gegenüber dem braven Handwerker Schulz unübersehbar. Nein, das ist schlimm. Der Wille versetzt Berge, aber eben nur kleine. Ceko Mavrovic, der Mann gegen Lennox Lewis um einen Welttitel geboxt hat und verloren hat, zieht ernst rein. Und Schulz nimmt und nimmt. Er hat einfach nicht die Möglichkeit, aus der Schlagdistanz von Wladimir Klitschko zu kommen. Er steht nicht nah genug und er ist nicht weit genug weg. Er steht immer in der Distanz, in der sich Wladimir Klitschko, um es jetzt einmal ganz rau zu sagen, austoben kann. Und wieder ist ein rechter Seithaken von Wladimir Klitschko im Ziel. Schulz ist hart, Schulz ist enorm tapfer, es gibt kein anderes Wort dafür, aber er deutet keine Sekunde an, dass er gegen Wladimir Klitschko eine Chance hat. Kann der Kampf noch eine Wende erfahren? Man darf im Schwergewicht nie jemanden zu früh begraben. Bei diesen Leuten 99 Kilo, 108 Kilo kann ein Schlag alles wenden, aber er müsste kommen. Wann und wie? Lob und Lob in der Ecke von Wladimir Klitschko. Das hast du gut gemacht. Du bist gut drauf. Und auch Niki Lauda und Verona Feldbusch wissen natürlich, dass Axel Schulz bis jetzt keine Runde gewonnen hat. Was könnte er noch tun? Was wäre noch drinnen? Ja, Erfahrung sagt man ihm nach. Freilich, er hat die Erfahrung von 3 Niederlagen in 3 entscheidenden Gefechten. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er vom Kopf her den Überblick über den Kampf hat. Ich habe nicht das Gefühl, dass er wirklich gedanklich führt. Während sein sozusagen intellektueller Gegner völlig Herr der Situation ist oder zu sein scheint. Alles mit Vorbehalt. Verona Feldbusch kassiert die Schläge, die Schulz nimmt mit und sofort kommt der sympathisierende Applaus, wenn dem harten, weichen Riesen etwas gelingt. Stonek hat gesagt über den Kampf in Kiew von Wladimir Klitschko, dieser Ross Purity war 10 Runden lang ein Sandsack für Klitschko. Und dann war Wladimir Klitschko übersäuert, hat konditionell nicht durchgehalten. Ja, aber damals haben sich diese 2 Herren im Training nicht verstanden und Wladimir Klitschko hat offenbar das Pensum, das ihm Trainer Stonek, den Sie rechts unten sehen, ganz ruhig vorgeschrieben hat,
nicht erfüllt. Wir können davon ausgehen, dass er diesmal genug Luft und genug Substanz für die 12 Runden hat. Schwere Rechte zum Körper. Axel Schulz kann diesen Kampf nach Punkten nicht mehr gewinnen. Er kann eigentlich nur mehr durch Abbruch gewinnen oder gar durch K.O. Ich halte das für höchst unwahrscheinlich. Und man hat in der Ecke von Wladimir Klitschko gesagt, Fritz Tunik hat gesagt, pass mir den Kopf auf, dass er dir keinen Cut zufügen kann, denn natürlich kommt der kleinere Axel Schulz gelegentlich gefährlich in die Nähe des Kopfes von Klitschko und jetzt hat es ihn wieder ordentlich durchgerüttelt. Den Bilder ohne Worte. Ja, beinahe rührend. Man könnte einen Spieltext drunterlegen, das kannst du mit mir nicht machen. Ich bin auch noch da. Aber zu selten. Eine Wiederholung aus der letzten Runde. Depression und letztes Ermuntern in der Ecke von Axel Schulz. Ruhe und Gelassenheit in der Ecke von Wladimir Klitschko. Schulz-Trainer Wolke sagt das, was hier jeder sieht. Du lässt ihn immer wieder sich ausruhen, du setzt nicht nach. Und Axel Schulz hat die Substanz nicht mehr. 1, 2 Schlagversuche und dann ist wieder Ruhe. Er müsste ein deutliches Konditionsplus ausspielen. Er müsste in den Mann hineingehen, er müsste drücken, er müsste ihn beschäftigen. Aber er nimmt und nimmt. Der Bruder in einer Seitenansicht. Der 5 Jahre, glaube ich, ältere Bruder, der einen Welttitel trägt. Die Halle ist von Wladimir Klitschko begeistert und es gibt jetzt Sprechchöre für den Ukrainer. Das linke Auge von Schulz ist zu und er ist am Boden und ich glaube, der Kampf ist aus. Er sollte aus sein, er ist verloren. Ich bin ziemlich sicher, dass Schulz sich wieder stellt, aber es ist ein grausames Ende. Die Träume des Axel Schulz sind ausgeträumt. Ich glaube nicht, dass er sich von diesem Niederschlag noch einmal erholen kann. Er hat nicht die Moral, er hat nicht die Substanz, er hat nicht das Können, um diesen Klitschko zu widerstehen, der seine Klasse eindrücklich unter Beweis stellt. Vor allen Dingen eben auch dank seiner Schlaghärte und seiner Schlaggenauigkeit. Wieder ein Aufbäumen von Axel Schulz. Und schwere Treffer. Klitschko überlegt, Klitschko schlägt nicht blindwütig, er sucht die Lücke. Er sucht die Lücke und er findet sie. Stop! No pushing, stop! No pushing, Axel. Don't pushing. Okay, no holding. No holding, nicht halten, nicht wegstoßen. Axel Schulz hat verloren, man kann das aufgeben, man kann das abbrechen und es ist abgebrochen. Bravo dem belgischen Ringrichter. In Runde 8 ist das Ende einer Karriere gekommen. Es gibt einen glanzvollen neuen Europameister, den in Deutschland, in Hamburg lebenden, in Deutschland gemanagten, in Deutschland trainierten Ukrainer Wladimir Klitschko. Ein jubelnder Bruder. Er hatte von Anfang an nicht den Funken einer Chance. Wladimir Klitschko hat das Publikum überzeugt. Er ist jetzt Liebling. Axel Schulz zieht ein hier. War alles in Ordnung.
Mitgefühl vom Kollegen Michalczewski. Und wir werden ein Resümee ziehen, wenn Sie den nächsten Werbeblock abwarten. Es wird noch interessant. Sehr viel kollegiales Mitgefühl im Ring. Die ganze Branche ist hineingeklettert und hört jetzt das offizielle Urteil. Ladies and gentlemen, referee Daniel van der Velde stops the bout at 2 minutes 43 seconds of round number 8. The winner by knockout victory and the new heavyweight champion of Europe, of Kiev in the Ukraine, Hannah Panoka, Vladimir Klitschko. Der Europameister, ein Schwergewichtsboxer mit Zukunft, er war von Axel Schulz nicht zu fordern. Vielleicht war die Kampfpause doch zu lang, vielleicht ist der mutige Riese doch zu weich, vielleicht ist seine Physis nicht in der Lage, in der absoluten Spitze mitzuhalten. Vielleicht haben wir ihn über Jahre überschätzt. Vielleicht sagt er selbst etwas dazu in den nun folgenden Interviews. Axel, ich will Sie gar nicht lange quälen. Was denken Sie, woran hat es gelegen? Wo haben Sie den Kampf verloren? Ja, er schlägt sehr hart, sehr präzise, gerade die linke Hand. Damit halt gar nicht gerechnet. Ja, war schwer über den Druck rüberzukommen. Da war doch die Sicherheit bei mir stärker ausgeprägt, obwohl er mich zum Schluss wahnsinnig hart auch zwischendurch erwischt hat. Die Entscheidung des Ringrichters aus Ihren Augen, man hat oft gesehen, Boxer protestieren dann noch, wenn abgebrochen wird. Die Entscheidung vom Ringrichter, wie sehen Sie die? Völlig okay, ich glaube, das hat keinen Sinn mehr gehabt. Also irgendwelche Schlachtopfer da noch hinzustellen. Also er hat mich hart erwischt, auch in der Runde zuvor schon oder in den Runden zuvor. Und ja, ihm gehört die Zukunft, ist ganz klar. Also guter Mann, wird man noch gucken. Darf ich noch ganz kurz fragen, wie geht's weiter mit Axel Schulz? Ja, jetzt gehe ich erstmal duschen und dann ins Hotel und ein bisschen Ruhe haben. Dankeschön, Axel Schulz. Und ich denke, wir gucken mal, ob wir jetzt noch Wladimir Klitschko vor das Mikrofon kriegen, der sich gerade da mit seinem Manager, müssen wir uns ein bisschen durchkämpfen, das ist ja Wiener Boxengasse hier, mit seinem Manager fotografieren lässt, auch das ist klar. Wladimir, das machen wir jetzt hier mal ganz unkonventionell. Wladimir, war kurz Zeit fürs Interview, das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Wer immer mir da jetzt was auf Russisch erzählt hat, ich habe kein Russisch in der Schule gehabt und möchte mir das nicht unbedingt, das ist der Bürgermeister von Kiew, ja, an den geht man natürlich auch nicht so ohne weiteres ran. Nach dem Bürgermeister von Kiew, der Bürgermeister von RTL, Kai Ebel jetzt heute hier. Ja, Wladimir, war das Ihr bester Kampf? Schon einen guten Abend erst oder schon Nacht. Also das hat, glaube ich, 8 oder 9 Runden gedauert. Entschuldigung, das war unsere Bürgermeister. Es ist eine Gewohnheit, nach dem Sieg gab uns nach oben bringen. Und ich hoffe, das hat Ihnen gefallen. Den Kampf, ich habe gesagt. Sie haben vor dem Kampf gesagt, sein oder nicht sein. Haben Sie jetzt vielleicht im Nachhinein noch ein anderes Motto aus dem Reich der Philosophen für diesen Kampf? Also Axel war ein guter Gegner. Axel war nicht so einfacher Gegner, aber das war noch eine Generalprobe, weil vorne wir haben bald Weltmeisterschaft. War das für Sie ein Kampf, der wirklich schon im Kopf entschieden worden ist, oder war es die körperliche Frische? Entscheidet Kopf. Dankeschön. Entscheidet Kopf. Und noch eine. Das deutsche Publikum weiß,